Das ist der iFlight ProTac 25, geflogen mit Radiomaster TX16S und der DJI-Brille. Vorne sitzt die DJI-Kamera und innen, über dem F4FC, ist das KDX Vista-Modul. Hinten ist eine Antenne von iFlight statt der Original-Vista-Antenne. Eingebaut sind starke 1404 5500 kV Motoren. Die 2,5 Zoll Propeller sind von iFlight mit einer Steigung von 25. Die Motorarme sind unten mit DPU-Abstandshaltern geschützt. Hier unten ist auch der USB-Anschluss von dem FC. Hinten sind zwei programmierbare RGB-LEDs. Der Quad wiegt knapp 201 Gramm. Mit dem kleinsten Akku sind es 280 Gramm. Das ist richtig viel Gewicht. Aber der 2,5 Zoll Quad schafft tatsächlich eine GoPro 8 zu tragen. Ich habe mir hier extra eine leichte Halterung aus TPU zurechtgeschnitten. Also alles abgeschnitten, was man nicht braucht. Bei dem Gewicht von 333 Gramm braucht man mindestens einen 850 mAh 4S Akku. So ist man bei 436 Gramm mit der GoPro-Kamera. Besser ist es hier, aber bei der GoPro-Kamera den Akku wegzulassen und stattdessen mit einem passenden Kabel die GoPro an den Akku vom Quad anzuschließen. So wiegt dann der Quad 35 Gramm weniger, also 401 Gramm mit der Kamera. Mit der GoPro fliegt der ProTac immer noch gut und erstaunlich flüssig. Also die 1404 Motoren schaffen das Gewicht problemlos zu tragen. Der ProTac 25 ist kein typischer Cinewhoop, weil die Propeller hier nur als Schutz dienen. Somit hat man weniger Luftwiderstand und der Quad ist nicht so empfindlich bei Windböen. Eigentlich fliegt er super ruhig mit den guten und starken 1404 Motoren. Man kann mit dem sogar Freestyle fliegen, mit Flips und Rolls. Hier die Aufnahme mit der GoPro 8, die ich mit Really Steady Go super weich geglättet und in 16:9 gestreckt habe. Die Aufnahme erfolgte in 2,7K in einem Seitenverhältnis von 4:3 mit der GoPro-Kamera. Ich hätte nicht gedacht, dass man mit einem 2,5 Zoll Quad gute GoPro-Aufnahmen hinbekommt. Und das mit der schweren GoPro 8. Eigentlich ist der ProTac 25 für eine GoPro Lite oder eine Insta360 SMO 4K Kamera vorgesehen. So eine GoPro 8 Lite Kamera in dem iFlight GoPro Gehäuse mit dem ND16 Filter wiegt auf der Drohne 245 Gramm, also 56 Gramm weniger als mit der Original GoPro 8. Übrigens, das GoPro 8 Lite Gehäuse ist von iFlight und hat direkt den richtigen Adapter. Wer aber schon eine GoPro Kamera hat, kann diese hier sofort einsetzen und am besten ohne den GoPro Akku. Ein Nachteil beim Fliegen mit der GoPro Kamera ohne Akku ist, dass man die Aufnahme zuerst stoppen muss, bevor man den Akku vom Quad abklemmt, da sonst die GoPro Aufnahme am Ende zerstört wird und beim nächsten Einschalten der GoPro die letzte Videoaufnahme dann automatisch repariert werden muss. Wer aber unbedingt eine ganze GoPro mit dem Akku nutzen möchte, der sollte hier lieber den iFlight ProTac 35 nehmen, der deutlich stärker, aber auch lauter ist. ProTac 35 ist für eine vollwertige GoPro perfekt geeignet, aber eben auch viel größer. Was ich noch sehr interessant finde, ist, dass man bei dem ProTac 25 Quad die Propeller abschrauben kann und dann benötigt man gleich lange Abstandshalter, zum Beispiel aus Aluminium, und kann den Quad als normalen Freestyle-Quad fliegen, ohne den Propellerschutz. Der iFlight ist ein perfekter Cinewhoop, sehr gut eingestellt und bestens geeignet für Videoaufnahmen mit einer GoPro Lite oder einer Insta360 SMO 4K Kamera. Wer die Original GoPro verwenden möchte, der sollte sich für den iFlight ProTac 35 entscheiden.